So, das ist Florian Schambeck. Hi. Lieber Florian, erklär mal, was macht denn der Manni jetzt gerade? Der Mann ist gerade dabei, AFT 19 und AFT 25 Propeller zu laminieren. Da sieht man jetzt gerade die erste Außenlage jeweils. Und das sind gefräste Formen? Genau, das sind Aluminiumformen. Und dann nehmt ihr euch hier dieses ausgesuchte Material? Genau, also Luftfahrtgewebe. Und das ist hier wieder das 25er. Genau, AFT 25, Außenlage und Innenlage und AFT 19, Außen- und Innenlage. Und auf den weiteren Seiten sind dann weitere Schnitte? Jeweils ist immer ein Satz geordnet, also immer ein Satz komplett. Und das Ganze besteht aus zwei Gewebelagen für die Oberschale und Unterschale? Genau, je zwei Lagen und dann natürlich noch ein riesen Bündel an Rohwings. Ja, okay. Ja. Und dann gucken wir jetzt gleich mal den Manni nochmal über die Schulter, wie die Rohwings dann eigentlich. Ihr habt die jetzt schon vorlaminiert oder vorher eingestrichen? Die Rohwing noch nicht, die sind im Moment noch trocken. Die kommen als nächstes, weil das muss ja erst anziehen. Die Deckschicht muss erst ein bisschen fest werden und dann kommt der relativ komplexe Vorgang eigentlich mit die Rohwing einlegen. Dürfen wir dir zuschauen, Manni? Selbstverständlich. Das ist jetzt die hohe Kunst eben, genau an der Stelle keine Blasen zu verstecken. Ja. Also ihr streicht vorher die ein mit Harz und in die Form, und danach erste Lage, zweite Lage. Ja? Und sieht man die Blasen, wenn die kommen würden? Nein. Erst hinterher. Die siehst du jetzt nicht, ne? Nein, Eben. das sehe ich erst, wenn wir fertig sind. Also praktisch beim Entformen. Und hast du eine bestimmte Grammzahl, die du jedes Mal an Harz verwendest? Das geht aufs Zehntel Gramm genau, sonst funktioniert das Ganze beim Auswuchten nicht mehr. Dann habt ihr einen speziellen Prüfstand dafür? Zum Auswuchten? Ja. Ja. Das wird mit der Libelle ausgewuchtet. Das macht dann mein Kollege, der Herr Tanner. Der kriegt sie dann fix und fertig von mir und macht der Herr Tanner weiter. Jetzt werden die Rohwings getränkt. Und wenn diese Rohwings getränkt sind, dann wird noch ein eindicktes Harz genommen, das dann an die Ränder von den Formen reingelegt wird, ebenfalls unter die Rohwingnaht. Und dann werden die Rohwings auf das eingedickte Harz gelegt und dann kann man eigentlich die Form schon zumachen. Und das war's dann eigentlich schon. Da geht es natürlich jetzt auch weiter. Das Ganze muss auch wieder aufs Gramm stimmen, also eigentlich aufs Zehntelgramm genau. Weil man das Gewicht, da hat man nicht endlos Möglichkeit, das zu verstellen. Das sehen wir nachher noch. Das sind jetzt momentan die Verkleberaupen, Nase, Endkante und in der Mitte für den Holm. Der Holm besteht in dem Fall komplett aus Rohwingen. Und die werden jetzt danach eingelegt? Ja. Genau. So. Ich muss die Waage. Das muss wieder aufs Gramm genau stimmen. Die Rohwings sind bereits gedrängt. Die
jeder einzelne Rohwing hat eine exakte Länge und auch einen exakten Harzanteil. Und was man nicht glauben würde, die Zugbelastung an der Narbe, also an der Propellernarbe, das sind bei der normalen Drehzahl, die wir am AFT haben, die ja gar nicht so hoch ist, mit 6000 ungefähr, ist die 2 Tonnen bei diesem leichten Blatt. Das ist ein sehr leichtes Kohlefaserblatt, aber die Zugkraft da drauf ist enorm. Aber die Sicherheit legen wir auf Faktor 7 höher aus, in dem Fall. Und das ist jetzt der Bereich, wenn es jetzt zugequetscht ist, gibt es quasi den Ansatz dafür, oben an das Blatt zu befestigen, ne? Genau. Mit der Lagerung. Und ihr bleibt immer exakt beim gleichen Gewicht, sozusagen. Ne? Du misst das immer wieder aus, wie viel Gramm. Jetzt müssen nochmal 3 Gramm drauf, ja? Ja. Beim Einblatt muss die Gewichtsverteilung auch so exakt stimmen. Ja. Und die Blätter haben hinterher auch nicht nur ein Gesamtgewicht, ein gleiches, von abweichend, sage ich mal, höchstens 1 Gramm, sondern die Gewichtsverteilung ist vor allem mitentscheidend. Und warum? Weil man weil man ja beim Einblatt kein zweites Blatt hat, sondern nur das Gegengewicht. Und beim Gegengewicht hat man kaum Möglichkeiten, das auszugleichen, weil man ja mit so geringen Hebeln zu tun hat. Wenn man ein zweites Blatt hat auf der anderen Seite, hat man ja die gleiche Möglichkeit, um zu wuchten. Und 1700 Watt, das ist ja wirklich nicht viel, aber das ist ja nur die Leistung, die man reinsteckt. Entscheidend ist ja das, was rauskommt. Und da ist ja in Summe von dem Ganzen, da ist der Einblatt eben ein wichtiges Element davon, der eben seinen hohen Beitrag im Wirkungsgrad leistet. Und es hat aber halt auch den Aufwand zur Folge. Das ist gut. Oh, jetzt kommt die Hochzeit, ja? Genau. So. Die werden am Ende natürlich auch jeder Propeller noch getempert in der Form. Okay, wann kommt der zum Tempern? Der härtet jetzt erst einmal aus und dann nach einigen Stunden oder am nächsten Tag wird das Ganze noch auf fast 50 Grad getempert. Dass nicht bei Sonnenschein das Blatt sich wieder verändert dann. Und natürlich um die Festigkeit auch zu erreichen. Die Endfestigkeit. Genau. Vor allem auch eine gleiche Endfestigkeit, dass jedes Blatt gleich ist. Das ist mit das Wichtigste. Ja, in welchem Raum befinden wir uns jetzt hier? Das ist auch Technik, Entwicklung. Hier haben wir gerade neue Propeller für F5J in der Entwicklung. Das sind Urformen im Moment, in dem Zustand noch. Das Aluminium gefräst. Das sind schon fertige laminierte Blätter. Ein Blatt nur 6 Gramm schwer, mit minimierten Luftwiderstand im Übergang zum Rumpf, wo man bisher auch immer noch deutlich große überstehende Narben hat. Sehr schlank geworden hier Ja. vorne. Ne? Und, erzähl mal, der Propeller, der kann sich ja unter Umständen an einer Stelle befinden, wo Sie dann die Blätter aufscheren. Und jetzt habt ihr noch einen Regler, der das ermöglicht, dass er die genaue Position wieder einnimmt. Genau, wir haben den Drehzahlsteller so, dass man über einen Sensor wieder die Blätter auf eine bestimmte Position dreht. Hauptgrund ist eigentlich die Aerodynamik, dass der ideal anliegt an der richtigen Stelle. Und bei Scale-Modellen ist es recht schön, dass der Propeller natürlich seitlich ist, kann man meinetwegen ins Finish oder ins Design, will ich sagen, mit einbeziehen. Und vor allem ist er dann halt nicht zum Beispiel wie in der Kabinenhaube drin oder so. Ja, Das hat dann und steht auch oben über. Ne? Ja. für Scale Freaks auch ein schöner Effekt,
Aber der Haupteffekt ist eben der Luftwiderstand. Mhm. Und das kriegt ihr mit euren neuen Scharmbeck-Regler hin, ne? Genau. Okay. Danke für den Tipp. Also, hier ist ja der obere Teil unserer Werkstatt, wo wir unsere Flugzeuge machen. Da sehen wir die Arcos und Quintus stehen und einige Kundenflugzeuge, wo wir Triebwerke einbauen. Wir bauen überall Triebwerke ein. Das ist ja ein Hammerteil. Was ist denn das? Das ist die Muska von Tomahawk. Ach, ja, die wurde ja gestern veröffentlicht. Mhm. Stimmt ja. Guck mal, jetzt Ja, und da haben wir unsere Arcos und da vom Horky Arcos. Hier stehen die ganzen Kunden Quintus, die bestellten. Mhm. Die sind relativ gleich weit schon vorbereitet jetzt. Die jeweiligen Zubehör mit Deckel, schon fertig mit Scharniere. Und die gehen in verschiedenen Auslieferungszuständen Genau. aus, ne? Bis hier ist, sage ich mal, relativ fast gleicher Zustand und ab hier ist dann kundenspezifisch, was jeder, die kleinen Unterschiede, wo überall sind, von Auftrag zu Auftrag. Ja. Hier haben wir jetzt mal so einen aufgerüsteten Vogel stehen. Was ist das? Das ist jetzt unser Quintus, unser Flaggschiff. Mhm. Gerade, dass er Platz hat auch bei uns herin. Das ist wahrscheinlich wieder für einen Kunden jetzt schon mal aufbereitet, oder? Genau, ist schon fertig vorbereitet. Unser Scale Cockpit, was man, wenn man das Original sieht, praktisch nicht unterscheiden kann. Ja, das sieht ja Hammer aus. Einer, der sich nicht ziemlich gut auskennt, der kann das vom Original praktisch nicht unterscheiden. Man muss sich dann im Detail schon auskennen. Das ist, wenn man selbst am Knüppel, die Schweißnähte und so weiter. Also jemand, der Fan ist von Scale-Cockpitten, hätte da bestimmt seine Freude. Nehmen wir das Schutztuch runter. Mhm. So. Der offene Beschlag, das ist also alles wie beim Original, oder die aufgeschraubte Platte hier, die Art der Verriegelung, die Vierpunktverriegelung, das ist alles wie beim Original. Und der Hauptnotabruf, wo ist der? Der ist als einziges eingespart. Den brauchen wir nicht, ne? Weil wir nicht brauchen. Ja, genau. Aber die Scheiben funktionieren ja Ja, auch super. federbelastet. Sehr gut, ist wie beim Original. Man hört ja, wie es einrastet. Ja, ja, ja. Und das machen wir ja zum einen, weil es natürlich schön ist, aber der Hauptbeweggrund ist eigentlich, dass die Aerodynamik gut ist. Ja. Das ist halt außen bündig. Und dann fehlt jetzt nur noch hier das Plexiglas-Tüpfelchen zum ne? Ja, es geht aber, was ist so. Nee, von innen. Ja, Für die Pilotenpuppe. genau, von innen. Ja, schick. Und hier unten habt ihr auch euer Fahrwerk drin. Genau, unser Fahrwerk mit der Scheibenbremse. Oh, die ist auf der anderen Auf Seite. der anderen Seite, genau. Schwenken. Aha. Die ist jetzt angezogen, das dreht sich nicht. Ja, das ist ein toller Flieger. Leer, wird nächste Woche wieder gefüllt. Mhm. Kommt die nächste Lieferung von Paritech. Ja, der Uwe baut die, ja? Der Uwe, ja. Uwe persönlich, ja, baut unsere. Mhm. Und hier sind die Außenflügel. Das ist das Lager, wo wir die Außenflügel alle stellen. Und die ist mit. Sind das Ohren da oben? Das ist alles ein Teil. Das ist ein Teil. Beim Das ist ein Teil. Quintus Okay. ist ein Teil hier. Ab da. Das ist der komplette Okay. Außenflügel. Ja, erzähl mal ein bisschen mehr über die Leistungsdaten des Quintus. Ja, der Quintus ist halt momentan die Hightech-Entwicklung in Punkten Aerodynamik, weil wir halt wirklich an die 40 Gleitzahl fast erreichen. Und das ist halt schon, das ist enorm. Das macht halt auch so viel Spaß beim Fliegen, weil das ist so ein Unterschied zu anderen, wo ich so kenne, und das ist einfach ein unheimliches Segelflugerlebnis mit so einer Leistung, wenn man verfügbar hat.
Und das Thermikreisen ist auch total einfach. Da steigt er jetzt zwar nicht viel besser wie andere, da merkt man den Unterschied nicht so. Das ist aber auch der hohen Flächenbelastung geschuldet. Wir sind ja bei fast 115 Gramm Flächenbelastung und damit steigt er praktisch ähnlich wie andere. Aber sobald man dann rausgeht aus der Thermik, man braucht ja nicht viel Höhe, um ein Stück weiter zu kommen. Das ist eigentlich das Beeindruckende, wie man da weit kommt. Ja. Die Profile, wie sind die denn berechnet worden? Alles die Hauptaerodynamikentwicklung ist also vom Kolb Philipp in erster Linie. Zwar in Zusammenarbeit mit mir, aber ich sage halt viel mehr, wie es sein soll. Und der Philipp macht aber dann in so einem Fall die komplette Ausarbeitung und Auslegung. Und es dauert schon, also wir haben, obwohl wir ja schon ein bisschen Erfahrung haben in der Richtung, haben wir fast ein Jahr gebraucht für die komplette Auslegung und aerodynamische Entwicklung. Ja, ich durfte ihn ja mal fliegen vom Friedrich Westphal, war ja schwerst begeistert. Ja, schön, okay. Und ja, das ist ein tolles Gerät, zweifelsohne. Und wie sind denn die Prozentzahlen hier so? Kann man das mal sagen? So wie ist es gestrackt? Sind da mehrere Stracks drin? Oder? Ja, es sind ja insgesamt 14 Profile. Ja. Und das sind nicht immer Segmente. Der komplette Flügel ist ja elliptisch. Also so gesehen kann man die Profile gar nicht so sagen, oder weil er keine Trapeze hat, sondern ist ja alles elliptisch. Aber es sind 14 verschiedene unterteilte Profile, die dazwischen wieder interpoliert sind dann. Und geht halt hier an mit gut 10% und endet außen mit 8 in etwa. So mal als groben Wert. Ja, du weißt ja, in Allen-Elchingen fliegen die Großen, ne? Ja. Ja, mit dem heiligen Diskus, früher war es ein heiliger Cirrus. Ja. Und die machen diese Vermessungsflüge, ne? Ja. Könntest du hier glatt mitmachen? Ja, die haben zwar nicht mitgemacht, aber mit dem eigenen gemacht. Ja, wie habt ihr das gemacht? Messflüge muss man ja quasi bei möglichst neutralem Wetter machen. Das haben wir vor Sonnenaufgang, damals noch bei Frosttemperaturen, haben wir Messflüge gemacht und haben quasi das Errechnete versucht zu ermessen, und das hat damit recht gut übereingestimmt. Und der Chris Adrian aus Südafrika hat übrigens den Aufwand auch getrieben und ist aufs gleiche Ergebnis gekommen. Das hat mich sehr gefreut. Ja, dabei ist das ja für Scale-Liebhaber nochmal ein richtiger Hingucker. Das ist nur ganz was anderes natürlich, die Scale-Geschichte. Also es gibt ja welche, die holen ja nicht diesen Scale-Cockpit-Ausbau. Die sagen ganz einfach, ich möchte die Kiste als Leistungskiste haben, lassen den als hohlen Vogel. Kaum. Kaum? Kaum. Also wir haben bisher alle manchen ein bisschen einfacher, manchen ein bisschen aufwendiger ausgestattet, aber im Grunde immer das Original deutlich erkennbar. Der ist jetzt ein bisschen aufwendiger, mit besonderem Bezug, weil es im Original einen auch gibt, genau so in dieser Farbgebung. Da gehen wir natürlich auf Wünsche ein, ist klar. Aber wenn jemand auf Scale steht, auf Scale-Details, ist halt das wirklich ganz nah dran am Großen. Ja, das sieht man. Ihr habt auch hinten beim Seitenruder, was ja viele scheuen, ne? Dieses typische Rädchen da drin. Warum scheuen? Ja, die machen es nicht. Die setzen das Rädchen trotzdem hier hin und bauen nicht das Seitenruder jetzt mit dem Rädchen. Weil das mechanisch recht aufwendig ist, genau. Ja, das stabil hinzubekommen. Aber da haben wir kein Problem. Wir haben noch kein einziges gehabt, das kaputt wäre. Und es hält auch auf Dauer. Das ist wirklich, wir haben da ganz hochwertige Lager drin, sodass da schlägt nichts aus und hält wirklich über Jahre spielfrei das Ganze. Hier haben wir auch noch eine Geschwindigkeitssonde und hier die TIK, die fehlt jetzt hier noch, die wird ja nur reingesteckt. Das ist eben auch natürlich ganz wichtig bei so einem Leistungsflugzeug. Und bei jedem Detail, man sieht es ja hier, wir achten nicht immer nicht nur auf die Optik, sondern der Hauptaspekt ist eigentlich immer die Aerodynamik.
Und das ziehen wir halt bei allen Details das ganze Flugzeug durch und das bringt natürlich auch einen gewissen zusätzlichen Vorteil. Wie habt ihr da oben die Befestigung vom Höhenunter gemacht? Die ist eigentlich eher normal mit 2 Schrauben. Von oben rein? Ja. Die auch so angebracht sind, dass sie aerodynamisch da drin liegen, ne? Das wohl, Ja, ja. das ist klar. Also nicht platt rein, sondern tatsächlich auch schräg drin, ne? Ja. Ja. Im Winkel zum Ja. Profil. Jetzt sag mal, nach der Auslegung, wie lange habt ihr habt ja noch mal ein Jahr geprobt, wie du eben gesagt hast, nicht? Wie Ja, lange war die Entwicklungszeit vorher? Also in etwa ein Jahr Entwicklungszeit, was die ganz komplette Auslegung mit der Aerodynamik und so ausmacht. Dann natürlich ungefähr ein Jahr Konstruktion und Formenbau. Das waren 2 Jahre, Entschuldigung, 2 Jahre Formenbau und dann ein Jahr praktisch für das erste Flugzeug zum Fertigmachen und ein Jahr Erprobung. Also wir haben erst nach dem 4. Jahr das erste Flugzeug ausgeliefert. Da wart ihr euch ganz sicher. Genau. Ja, wir machen ja jetzt schon seit ungefähr 15 Jahren die Klapptriebwerke, wo die ganzen Segel eingebaut sind. Die machen wir auch in 2 Größen. Und bisher haben wir die Propeller-Nullstellung ja immer elektromechanisch gemacht. Und seit fast 4 Jahren inzwischen machen wir die Propeller-Nullstellung ja über einen Drehzahlsteller, also sprich über den Antriebsmotor, wird der Propeller wirklich positioniert und das ist dann jetzt die Evo-Version. Da ist das Handling nochmal viel einfacher geworden. Unsere Triebwerke sind halt absolut zuverlässig. Also das ist im Grunde zuverlässiger als ein Nasenantrieb. Möchte man zwar immer nicht meinen, das klingt zeigt es aber wirklich, dass unsere Klapptriebwerke, das AFT 25 und das AFT 19, wirklich stabiler funktionieren als Nasenantriebe. Man sieht das eigentlich gut am Wettbewerb, weil am Wettbewerb ist zwingend notwendig, dass es funktioniert. Da kann man sich Auf nichts einen anderes technischen konzentrieren, Ausfall nicht leisten. Ja. Und ihr habt jetzt hier den 120er AFT vom... Genau, das ist unser Steller Ja? vom Heiner Jung. Also eine andere Version von einem ÜG-Steller ist das. Eine spezielle Version fürs AFT. Und was ist jetzt der Unterschied? Was kann der? Der hat praktisch die komplette Software drin, um den Propeller in Position zu bringen. Und das kleine Lämpchen, was da unten ist, das ein... was hat das für eine Aufgabe? Das ist nur, also im AFT das Lämpchen, das ist quasi die Erkennung von dem Sensor. Das macht den Sensor optisch erkennbar. Ah, aber er hat nicht jetzt irgendwie eine... Er hat im Grunde keine weitere Funktion. Ja. Das ist Ja, okay. nur, dass man es sieht. Und jetzt fragen sich ja alle, wie schafft er die Position? Also wenn der Wind jetzt dagegen strömt, ne? Ja, ja. Also ich drücke jetzt kräftig dagegen, ja? Das geht bis 120 Kilometer pro Stunde. Ja? Und In etwa. dann sucht er dann wieder seine Position? Genau, so wie du das jetzt gerade gemacht hast, wenn die Luft den Propeller wirklich auf die Seite druckt, Ja? egal quasi in welche Richtung, da positioniert er wieder frisch. Das heißt, wenn man schneller fliegen würde als 120, Ja? dann schafft er das nicht auf 0 zu drehen und sobald man dann langsamer ist, schafft er es und fährt ein. Und das ist eine hohe Sicherheit, weil wenn ich auf 500 Meter Höhe bin und nagel Ja, da rum, sieht man das nicht. dann sieht man es nicht. Und dann, Genau. man macht einfach den Schalter um und dann weiß man, irgendwann fährt er ein. Genau, man braucht sich um nichts kümmern. Und es ist safe. Ja. Ja, das ist natürlich gut. Natürlich gut. Und das ist jetzt kein AFT 19, sondern ein... Das ist jetzt in dem Fall das stärkste AFT 25. Das haben wir in Flugzeuge drin bis 40, 50 Kilo. Ja, und im Laufe der Jahre haben wir verschiedene Kleinigkeiten auch immer weiterentwickelt. Zum Beispiel der Propeller ist auch relativ neu, ist eine ziemlich neue Entwicklung, was jetzt so gar nicht bekannt ist draußen.
Und der ist inzwischen auch leiser und noch mehr leistungsfähiger, der Wirkungsgrad ist auch noch höher. Mhm. Also wir schaffen ja praktisch sagen wir mal, 25 Kilo Flugzeug mit ungefähr 1700 Watt nur auf Höhe zu bringen. Und Mit guter Steigleistung. Also. Ja, und wie oft kann man starten und welche Höhen kann man erreichen? Also typischerweise ist 5000 Akku drin mit 10S. Ja. Das ist so das Allermeiste, weil die Akkus sehr gut in die Segler passen auch. Und da hat man beim durchschnittlichen gut 20 Kilo Segler, sagen wir mal, in etwa 1200-1300 Höhen, also Steigmeter. Das heißt, ich kann 2,5 Mal auf... Ja, typischerweise für Thermikanschluss braucht man nur 200-300 Meter, Ja. das heißt, es geht einige Male. Ja, das ist gut. Gut. Wofür ist der Georg hier zuständig? Der Schorsch macht die ganzen Antriebe, also die ganzen Powerlines, die ganzen Tests im Windkanal, die Mechaniken für die Triebwerke und natürlich auch die Komplettmontage und die Tests von den ganzen Klapptriebwerken. In erster Linie. Und auch bei den Flugzeugen die Ausstattungen in die Rümpfe, die Cockpit-Einbauten, ja, die ganze mechanische Ausstattung im Grunde. Am liebsten macht er Software-Update. Ein Akku hast du? Nein. Ist der noch unten oder? Ja, sein ist er noch rum. Aber da können wir jetzt wo stecken, weil die stecken nicht. Nein, jetzt dann probieren wir nicht. Na, aber jetzt kann er rum. Und du tust dann das machen. Hallo, lieber Hallo. Schorsch. Dann sind wir an meinem Arbeitsplatz, wo ich meistens irgendwelche Triebwerke zusammenbaue oder Fernsteuerungen auch umbaue mit anderen Steuerknüppeln, die wir bei uns ergänzen. Oder die Knüppelaggregate verschiedene Schalter reinbauen. Oder auch gleich umrüsten zum Umstecken für das Navigationssystem und das richten wir halt alles in den Sendern auch gleich mit ein. Mhm. Und dann mache ich hauptsächlich noch die Antriebe, ob das jetzt Powerline ist, unsere neuen mit Gebläsekühlung, da wird das Getriebe noch montiert bei uns, unser eigenes. Dann werden die Propeller zusammengestellt, was wir da verschiedene dazu brauchen, die verschiedenen Spinner, Propeller. Und so wie es halt der Kunde haben will und wie sie bei uns getestet werden. Und das andere, was halt ein großer Anteil ausmacht, sind halt unsere AFTs, die ich halt montiere. Wo halt das Getriebe montiert werden muss, der Motorhalter montiert wird, dann der Sensor montiert wird, halt alle Baugruppen vormontieren. Dann auch in den Arm wird das Kettenservo eingebaut, dann kommt die Energiekette rein. Und wenn das alles fertig ist, dann kommt halt der Motorkopf noch drauf und dann schaut es halt so fertig dann aus, wenn es ausgeliefert wird. Ja. Du bist auch zuständig dafür, wie wir eben gehört haben, dass du die auch einbaust. Die Triebwerke bauen wir auch ein, ja sicher. Sonst wäre es ja schlecht, wenn wir die nur verkaufen würden. Und das machen wir natürlich oben in unserem anderen Raum, wo der Schacht ausgeschnitten wird, der Rahmen eingeklebt wird, der so ausschaut. Der kommt ja dann ins Modell, wird der reingeklebt, dass man dann von außen das Triebwerk mit dem Gehäuse dann wieder einsetzen kann. Und da sind auch die Klappen direkt befestigt, ne? Die Klappen sind da an den Rand oben befestigt, das wird mit eingeheizt, wird dann später aufgeschlitzt, da wo nachher die Scharniere reinkommen für die Klappen. Und werden dann mit Gummizug, beim Einfallen von dem Triebwerk wird das automatisch mit den Haken der Gummi eingefangen, zieht automatisch die Deckel dann zu. Ohne zusätzlichen Servo, das was Fehler verursachen kann, ist das so natürlich die bessere Lösung. Ja, ja, klar. Ja, und vor allen Dingen nicht anfällig. Ne? Und nicht anfällig. Und, lieber Schorsch, danke. Bitte. Und ihr geht ja quasi damit auf Kundenwünsche ein und ja, das ist ja auch ein Leistungsspektrum, was ihr anbietet, nicht? Wir haben also ja, das Gesamtspektrum. Also wir bieten ja nicht einzelne Posten an, also bei Kundenwunsch natürlich schon, aber in erster Linie bieten wir eigentlich den gesamten Service. Von den Bauteilen über das gesamte Produkt, über
ein gesamtes Flugzeug am Ende auch, samt Programmierung oder Sprachausgabe. Also wir bieten also wirklich, wenn es gewünscht ist, eine Gesamtlösung. Wir machen eigentlich nie Teile nur halbfertig oder zu 80%. Wir versuchen annähernd die 100% zu erreichen. Das ist die 100%, die letzten Prozente, die machen immer einen enormen zusätzlichen Aufwand. Aber unsere Kunden schätzen das sehr, weil an dem hängt es ja sehr oft, ob das eine geht oder nicht geht. Das ist so mit hauptausschlaggebend. Ja, was haben wir denn jetzt hier? Da haben wir noch unsere Einziehfahrwerke mit Scheibenbremse und unserem ganzen Zubehör mit Anlenkungen, speziellen und so weiter. Ihr habt doch zwei verschiedene, habe ich letztens gehört. Ihr habt doch einen für den Nasenantrieb, der extra Genau, hoch geht, mit nicht? zum einen verschiedene Größen Ja. natürlich und von der Art her haben wir natürlich noch ein anderes. Das ist für FPS dann. Das ist komplett. Bei den anderen Fahrwerken arbeiten wir mit FEMA zusammen. Also die silbernen Teile, das sind FEMA, alle roten Teile sind unsere Entwicklungen. Das haben wir komplett selber entwickelt. Das ist jetzt ein Fahrwerk, das speziell für FPS geht. Also für Und- diejenigen, die nicht wissen, was FPS ist, was ist das? Segelflugzeuge mit Nasenantrieb. Ja, okay. Und das geht zum einen 30 mm weiter nach vorne und ist 30 mm höher. Das heißt, die Bodenfreiheit mit dem Propeller ist dann wieder gewährleistet bei den meisten. Und geht nicht auf die Nase, weil Genau. der Genau. weiter vor den Schwerpunkt Ja. gegangen ist. Mhm. Und das ist alles hochfestes Aluminium, also alles 70, 75 Aluminium. Die meisten wird das nichts sagen, das ist aber von der Festigkeit her ähnlich wie Stahl. Und Gewicht aber wie Aluminium. Ist sehr teuer, aber sehr hochwertig. Wir bieten also aber auch nicht nur die Fahrwerke an. Wir haben ja immer ein komplettes Zubehörset, wo die Anlenkungen, die Sicherungen, ist auch ganz wichtig, der Spritzschutz und das kleine Zubehör alles mit dabei ist. Dann haben wir weiter Aufhängungsset, das fehlt jetzt hier gerade, mit der Federung. Und dann haben wir auch ein Mordsortiment an Rumpfspanten. Wir haben praktisch für unsere Kunden Muster zum Auswählen, welcher Spant das passt für den jeweiligen Flieger. Sodass ihr quasi direkt das mundgerecht auf den Tisch bekommt. Genau. Mhm. Und zur Not können die auch zu euch kommen und ihr baut es ein. Das bietet man natürlich gerne auch an, ja. Komplett funktionsfertigen Einbau. Ja, wo sind wir denn jetzt hier? Wir sind mal in unserem Testkeller, da haben wir unseren Windkanal, wo wir sämtliche Antriebe testen. Hier als Beispiel jetzt gerade der EMA. Bei den EMAs oder bei den Powerlines brauchen wir jetzt nicht jeden einzelnen testen, aber für die Entwicklung brauchen wir diese Windkanal-Tests immer. Also wir können da praktisch Live-Tests machen, bis 85 Kilometer pro Stunde. Das ist jeder Antrieb quasi schon wie geflogen. Das machen wir zum Beispiel auch mit den AFTs standardmäßig, mit denen machen wir immer einen Betriebstest und der wird standardmäßig immer im Windkanal auch betrieben. Das ist dann das Triebwerk, jedes ausgelieferte Triebwerk ist quasi schon wie geflogen. Also mit dem Windkanal erzeugt ihr den Fahrtwind bei normalem Betrieb. Genau, wir haben da hinten einen 9 kW Motor mit Luftschraube von Seidel Props und hier wird die Kabine quasi, der Windkanal wird geschlossen und da sieht man auch optisch, was passiert. Und dann machen wir hier quasi die kompletten Antriebsmessungen. Und das ergibt für uns enorm gute Werte, weil ansonsten kann man es ja immer nur im Flug testen und jeder Flug ist anders, der Akku ist anders. Hier ist alles mit Netzgerät, also man hat wirklich standardisierte Abläufe, sodass man wirklich von Antrieb zu Antrieb Unterschiede feststellen kann. Das hat uns enorm weitergebracht. Also speziell anfangs in der Entwicklung von den Klapptriebwerken, das war mit der Hauptgrund für den ganzen Windkanalaufwand und das hat aber enorme Vorteile gebracht. Das haben wir erst hinterher gesehen, wie groß der Vorteil eigentlich ist, wenn man standardisierte Messungen durchführen kann. Das spricht ja auch für dich, dass du so systematisch vorgehst und dann auch zu diesem
hochqualitativen Erfolg kommst. Ja, ist ein ganz wichtiges Element hier. So, hier kommen wir in den Raum rein. Und Werner Schröder, der euch immer gerne bedient. Wann sind Sprechzeiten? Montag bis Donnerstag von 13:30 bis 15 Uhr. Ja, das ist die fröhliche Stimme immer da und ein vertrauenswürdiger Partner, um dann folgende Produkte zu holen. Ja, lieber Florian, wenn beim Werner jetzt bestellt wurde, wie geht es dann weiter? Wie man gerade hört, läutet gerade das Telefon. Ja. Die ganze Fakturierung macht in erster Linie der Werner im Büro und geht hier raus. Hier haben wir unsere ganzen Waren praktisch vorbereitet schon, die Baugruppen vorbereitet und auch je nach Kundenwunsch legen wir die Aufträge zusammen und werden dann meistens nach Zahlungseingang hier versendet. Sind wir hier hinten, dann gehen die Aufträge hier rein und werden dann... Das ist unser Versandtisch. Da sind die einzelnen Fächer. Jeder Auftrag ist anders. Störklappen hier gut zu sehen. Schutztaschen. Die Powerlines, die sind ja immer ein bisschen versteckt, weil sie so klein sind. Ja, und dann verlassen die Pakete unseren Tisch jeden Tag. Und auch Sie können jederzeit hier gerne bei uns bestellen. Lieber Florian, Hallo. du wolltest uns was vorstellen. Unseren Modellfluganhänger, Modellflugzeuganhänger. Machen wir mal auf. Das ist jetzt ein ganz neuer, da ist noch gar nichts eingebaut. Normalerweise kommen ja da 3 Stützen rein, wo die Auflieger dann sind und wo man die ganzen Modelle dann auflegen kann und festmachen kann. Der ist jetzt speziell gemacht für Modellflug. Man hat ein Dach über dem Kopf, man kann seitlich beladen, man kann sich sogar hinsetzen. Dafür haben wir hinten auf der anderen Seite noch eine Stütze, dass er nicht aufkippt, weil der ganze Hänger ist auch super leicht. Also der hat ja nur 400 Kilo leer und man bekommt dann auch ohne weiteres die 100er Zulassung. Das Allentscheidende beim Anhänger ist eigentlich nicht die Flugzeuggröße, das ist zwar meistens der Beweggrund, aber der Hauptgrund ist eigentlich, dass man alle Teile immer dabei hat. Man hängt den Anhänger ans Auto und hat die Flugzeuge, das Zubehör bis hin zu Regenschirm und Sonnencreme immer alles dabei. Und das entspannt halt völlig. Man hängt den ans Auto und schon ist man parat und kann zum Fliegen. Ja, ich sehe jetzt gerade, du hast eine Seite geöffnet. Der hat 2 Seiten, die geöffnet werden können. Genau, beide Seiten kann man öffnen, weil die Träger sind ja in der Mitte, sodass man von beiden Seiten beladen kann. Und der Vorbau, der ist neu, nicht? Der ist nicht neu, den haben wir von Anfang an und den möchte ich auf keinen Fall missen. Der ist zwar nicht ganz billig, der Vorbau, ist aber ganz wichtig wegen der Fahrruhe. Wenn man den wegließe, ist der Anhänger immer unruhig hinterm Auto, wegen dem Luftwiderstand. Der wäre dann platt und wird immer ausweichen. Und so hat man einen Fahrkomfort wie ohne Hänger. Man merkt den praktisch nicht, den Anhänger. Das ist genauso wie, man spürt nur das bisschen Gewicht, aber das war's. Und damit springt er auch nicht. Der fährt absolut ruhig hinterher. Und das i-Tüpfchen dabei ist noch die Solaranlage, wo wir dafür haben. Die ist jetzt hier noch nicht drauf bei dem Lage mit Akku. Somit ist man vollkommen stromautark. Man kann praktisch Flugzeuge sowieso laden, aber auch Handy und so weiter. Was man so dabei hat, ist immer alles, man ist stromautark einfach am Flugplatz. Das ist das i-Tüpfchen am Ende noch.
Lieber Manni, danke schön, dass du uns die kleine Lese gegeben hast, die Propeller machen. Ne? Danke für den Einblick, wie du die Gespräche annimmst, so freundlich zu jedem kleinen Kunden, ne, der am anderen Ende ist. Lieber Schorsch, danke auch für die Einführung hier in deine Mechanik, die du das machst. Und lieber Florian, danke, dass du uns so eine große Qualität im Modellflug bescherst, die selten jemand auch übertreffen kann. Ja, danke. Das gilt natürlich unserem Team, weil nur als Team funktioniert das Ganze. Okay. Und dann zurück zu unserem Team bei Modellpilot EU. Lieben Dank, dass ihr uns zugeschaut habt und Modellfliegen ist Spitze!